Für Mensaessen habe ich meistens keine Zeit. Mein Tagesablauf ist relativ dicht gedrängt, vor allem auch an den Tagen jetzt unter Corona-Bedingungen, wo ich relativ selten an der Hochschule bin. Wenn ich was esse, dann ist es meistens irgendein belegtes Brötchen mal so zwischendurch. Das ist nicht sehr gesund, das weiß ich und würde ich Ihnen auch nicht empfehlen. Bei mir und meiner Frau ist das deswegen im Gleichgewicht, weil wir eigentlich abends immer kochen und vielleicht überrascht es Sie, aber ich koche gerne und deswegen funktioniert das. Die aktuelle Zeit mit der Pandemie ist für mich, glaube ich, so herausfordernd wie für alle anderen. Und man schwankt immer. Gibt es diesen blöden Virus überhaupt? Ja, natürlich gibt es ihn. Ist das alles nötig, was wir tun an Vorsichtsmaßnahmen? Ja, wahrscheinlich sind die meisten Maßnahmen richtig. Bei der einen oder anderen muss man immer nachjustieren und überlegen, ob sie angemessen ist oder nicht. Also, ich schwanke zwischen manchmal, wir haben es ganz gut im Griff, haben wir, glaube ich, weil sie alle mitmachen. Und dann ist es endlich vorbei. Und wir können wieder machen, wie wir es gewohnt sind. Wir wissen aber auch alle, und das ist dann der Blick in die Zukunft, dass es auch, wann und wie immer die Pandemie zu Ende sein wird und ob es einen Impfstoff gibt oder nicht alles so wieder sein wird wie früher. Und ich glaube, dessen muss man sich klar werden. Das ist eine der wichtigsten Botschaften unserer Zeit. Die Welt wartet nicht darauf, was wir uns wünschen und wie wir es uns wünschen und in welchem Zeitraum wir es uns wünschen. Also die Aufgabe für uns als Hochschule, für mich auch als Präsident dieser Hochschule besteht darin, dass wir schauen, was ist unser Weg, unser eigener Weg. Und was ich mir wünsche für die Zukunft ist, dass wir, so wie jetzt auch in der Krise, selbstbestimmt als Hochschule schauen, was ist um uns herum, was sind die Begebenheiten, was sind auch die Dinge, die wir tun müssen, egal ob wir sie wollen oder nicht, und dann unseren eigenen Weg gehen, weil wir sind die Leute mit Köpfchen und den sollten wir einsetzen. Schauen Sie in meine Augen. Dann wissen Sie, dass ich natürlich immer den einen oder anderen Plan zusätzlich habe, immer eine Variante B. Corona lehrt uns, dass wir das haben müssen. Aber ansonsten ist, glaube ich, und das können Sie sehen, das, was diese Hochschulleitung seit 1,5 Jahren an dieser Hochschule macht, sehr transparent. Wir haben es unter anderem einstimmig in einem Hochschulentwicklungs- und Strukturplan beschlossen. Und an diesen Plan mit Änderungen, die sich durch Corona ergeben, halten wir uns. Wir versuchen, das zu tun, was wir sagen und das zu sagen, was wir tun. Insofern, falls Sie eventuell hoffen, in meinem Herzen bewege ich die eine oder andere Verschwörungstheorie, muss ich Sie leider enttäuschen, da ist nichts. Was da ist der Versuch, an verschiedenen Stellen vorauszuplanen. Und das ist dringend nötig in der heutigen Zeit.